Okay, hier oben gibt es offenbar noch mehr zu sehen. Und zu klauen. Was haben wir hier? Ein Schlüssel. Schlüssel für den Keller des Askelon Clubs. Ja, nehmen wir einfach mit, oder? Das ist überhaupt kein Problem. Wir wurden ja eingeladen, da darf man alles mitnehmen. Wenn man Kleptomane ist. So wie wir. Wir räumen alles aus. Sagt keiner was. Oh, da sind ganz viele Leute. Dort Hemsey, dort Sheffield. Unbekannt. Hudson. Ich gehe mal da noch nicht hinter. Obwohl, komme ich da von hier aus hinter? Ja, da stehen sie alle hinterm Vorhang. Das heißt, wir gehen nochmal andersrum. Wir könnten jetzt auch direkt in den Keller gehen. Wir haben den Kellerschlüssel gesnackt. Wir sollten gleich noch in den Keller gehen. Stufe 3 dort. 10 Blutaufnahme. Hat aber halt keinen Schock. Das ist so ein Blutaufnahme-Ding wieder. Ja, nee. Hier. Wir haben den Giselle-Dolch und den... Ah, da gibt es keinen Unterschied. Giselle-Dolch ist besser. Der hat eine Stufe 2. Der geht bis auf 18. 10, 15. Der geht nur auf 15, 10, 15. Ja, und erhöht Blutaufnahme kann man halt mit jedem Punkt skillen. Giselles Dolch auch. Der ist einfach besser, der von Giselle. Oh Mann. Der klaut schon beim hochwohlgeborenen Askalon Club einen Dolch. It's locked, all right. Und dann ist der Crap. Mann. So, welche war denn die Kellertür? Wo war eine verschlossene Tür? Hier hinten irgendwo, oder? Hier, war das die? Jo. Ab in den Keller. Aufpassen, nicht, dass hier irgendwas ist. Ich sehe gleich von irgendwas angegriffen wird hier unten. Aber hier gibt es halt auch nichts. Die Tür kommt hier auch nicht raus. Haha, aber einen Brief gibt's wieder. Zum gelegentlichen Privatkonsum von Blut. Oh, jetzt war ich zu langsam. Achso, das ist ja fuck, wo ist es denn? Hier, Briefe. Das Verlangen nach Blut. Da ist es drin. Hier, weil ich hatte noch nirgendwo 3. Verdammt. Okay. Als Mitglieder des Askalon Clubs beachten wir immer die Etikette. Wir verkehren in jeglicher Hinsicht in den besten Kreisen der Gesellschaft und sind anerkannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Anders als unsere Gegner behaupten, frönen wir keinen Orgien oder Blutbädern. Würde aber einer der unseren bei solch absurden und unmoralischen Akten ertappt, träfe ihn die angemessene Schmach. Doch was ist mit dem Blut? Was ist mit gelegentlichem Privatkonsum? Wie können wir die Ekstase ablehnen, die uns das zinnoberrote Ambrosia bietet? Womit sollen wir anstoßen, wie es doch in jeder guten Bruderschaft Brauch ist? Die Regeln für den Umgang innerhalb des Clubs besagen zu dieser delikaten Frage das Folgende. Solange das ursprüngliche sterbliche Gefäß nicht in die Mauern des Clubs gebracht wird, dürfen Mitglieder trinken und mit Freunden teilen, was ihnen beliebt. Trinken sie, was sie wollen, und verfahren sie mit dem Gefäß, wie es ihnen beliebt. Nur tun sie es außerhalb des Clubs. Ausnahmen bilden natürlich besondere Anlässe, die ich persönlich autorisiert habe. Aus die Gesetze von Askalon, von Lord Redgrave, Gründer. Okay, damit haben wir da alle 3 schon, cool.
Also man darf im Club kein Blut von irgendwelchen Leuten trinken. Außerhalb ist ihm alles scheißegal. Aber im Club gibt es auch Ausnahmen. Ja. Naja, dann ab nach oben. Rechts rum müssen wir gehen, weil links rum war die Tür zu. Geben wir ein bisschen Gas und... So. Dann... Oh, verdammt, ich wollte es mir nochmal alle anschauen. Good evening. Das ist ja auf jeden Fall alle Gläser mit Blut irgendwie. Irgendwo haben sie offenbar Blut her. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Oh, vielleicht soll ich jetzt Fergals Platz einnehmen. For we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Okay. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Bewundere sie, sie seid gute Freunde, sie ist nur von Nutzen gewesen. Boah. Ich sollte... Ich meine, die richtige Antwort wäre, sie ist eine gute Freundin. Aber es ist ihm gegenüber wahrscheinlich die falsche Antwort. Also die richtige Antwort ihm gegenüber ist bestimmt, sie ist mir von Nutzen gewesen. Ist auch nicht so verkehrt. Ist Vergangenheitsform. Ich bewundere sie. Ja, ich weiß auch nicht, ob das bei denen so gut ankommt. Weil ich meine, es ist eine Frau. Schwierig. Deswegen, sie ist von Nutzen gewesen, weil die benutzen sie ja auch für ihre Tätigkeiten. Ich meine, sie ist mir effektiv von Nutzen gewesen. Also, sie hat mir auch einiges erzählen können. Ich habe Informationen von ihr erhalten und so. Oh, und das ist auf jeden Fall die richtige Antwort. Ich sollte ihm nicht sagen, dass sie eine gute Freundin ist. Also, das ist die wahre Antwort, aber definitiv die falsche in dieser Situation. Weil dann kriegt wahrscheinlich die Lady Ashbury nämlich ein fucking Problem mit den Leuten, wenn die mir auf den Sack gehen wollen. Weil sie dann auf sie losgehen. Und das will ich nicht. Ich bewundere sie, da weiß ich auch nicht, was denn dabei rauskommt. Da hat er wahrscheinlich dann voll die schlechte Meinung von mir. Deswegen muss ich eigentlich sagen, sie ist mir von Nutzen gewesen. She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Boah. Also warum ich, ist mir ziemlich klar. Weil ich Fergal erledigt habe und deswegen brauchen sie jetzt einen neuen... Was hat denn der fungiert? Wie nennt man das? Laufburschen? Nee. Schläger? Warum jetzt? Der war jetzt hier... Warum so plötzlich so freundlich? Ah, das ist provokant. Ich sollte nicht provokant ihm gegenüber sein. Ich soll ja versuchen, ihn nicht zu reizen. Ich soll ja versuchen, irgendwie
sein Vertrauen zu gewinnen, damit ich ihn ausnutzen kann. Das ist die Frage, warum jetzt oder warum ich? Boah. Warum jetzt? Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Guard of Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Nein, geht sie nicht an. Sprechen Sie nicht über meine Familie. Nein, nur einfach nein. Nein, kenne ich nicht. I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Muss ich das machen jetzt? Also ich habe Before zuerst I einige accept, Fragen. I have so many questions. Please ask. Was bringt die Mitgliedschaft mit sich? Ich habe einen von ihnen getötet. Aber das ist ein Dialog und das ist ein Punkt, was weitergeht. Fuck, ich habe die ganze Zeit nie darauf aufgepasst, dass da unterschiedliche Zeichen sind. Beendet das Gespräch dann? Kacke. Ja, wieder beitrete. Komm, gleich raus damit. Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. Okay. Ach, da kann ich jetzt nochmal alles fragen. Hier Ascalon, die Heilige Lanze, William Marshall hat den Club gegründet? William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. Nein. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Jo, und What does Ascalon Ascalon bedeutet ja. mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. What does it mean to be a member? Genau, was muss ich denn dabei beachten? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Am I So das supposed to follow gebrochen. orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members. And I do appreciate obedience. Ja, ich weiß Gefolgschaft zu schätzen. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Ja, ich kann halt einfach nicht ablehnen. Das ist. Also ich hätte sowas gesagt wie, ich muss da mal noch drüber nachdenken und so, I aber. agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country.
irgendwie schon, was für Traditionen und Bräuche das My sein fellow sollen. members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. Mit meinem Blut. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Okay. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Es ist eine Sekte. Gemeinsam Rufe skandieren und so Zeug. Im Verborgenen arbeiten. Patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign Ekons. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic Valkyrie. Sprich mit Lord Redgrave. Das heißt, ich kann auch jetzt erstmal mit allen anderen. Harmsley, Sheffield, unbekannt. Unbekannt hört sich doch gut an. Da gehen wir erstmal hin. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Das ist die Ansicht, dass wir so haben schon mal. Ungewohnt, mir geht's gut, mir gefällt es nicht. Auch mir geht's gut. I feel perfectly fine. Do I have cause for concern? Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Die sind berühmt. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Ach, wirklich? Der Club nicht Is not the geheim? nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Okay. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson? Of Dawson and Dawson?
The wealthiest man Ach, in der hat die Munitionsfabrik auch. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Mhm. Über die What Wacht do you von know Private. about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are Das our sind, ja genau, enemies. die They wollen are uns ja not töten. mine, Dr. Reed. Nicht seine, Will you genau. help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Und die Details zu ihm. Aloysius Dawson West Ham gibt keine Hinweise zu ihm, aber er ist die Stütze. Haha, jetzt habe ich die Stütze auch getroffen. Da oben fehlen mir noch ein paar, da unten die komplette Line. Ah, okay. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Naja. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, Eine Mauer. unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Er ist der, der die Mauer bauen will. Es ist effizient, es ist gefährlich, es ist ungerecht. Boah, das ist mies. Die Auswahl an Antwortmöglichkeiten ist echt mies. Es ist effizient, da würde ich ihm mehr zustimmen, aber ich will eigentlich gar nicht, dass eine Mauer gebaut ist. Es ist gefährlich. Also wie ich das sehe, würde ich jetzt fast, es ist gefährlich sagen. Weil dann die Leute, die was durch die Mauer ausgesperrt werden, natürlich übelst den Hass schieben auf die Leute, die was innerhalb der Mauer sind, in Sicherheit so gesehen. Und vielleicht reißen die Mauer dann nieder und dann gibt's richtig Rambazamba. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Okay, ja, er ist echt radikal. Jo, das haben wir schon gehört. Kann ich mit den Leuten auch reden? Nein, denen kann ich nur zuhören. Euch da drüben? I was chased by a gigantic Valcon 2 nights ago. I thought it was Fergal coming back, but no. That creature barely spoke English. Okay. Okay.